starten. Einen guten Morgen. So, kommen immer noch ein paar Leute rein. Nichtsdestotrotz, ich möchte Sie schon zu diesem Webinar begrüßen. Sie sehen den Titel Transformation der Arbeitswelt in Zeiten der Digitalisierung. Kommen noch weitere rein. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Mein Name ist Michael Imhoch. Ich bin Managing Partner bei der Synergy Service AG. Diese Synergy beschäftigt sich mit der Implementierung von Business-Applikationen von Dynamics 365, insbesondere HR, CRM und ERP. Genau. Kurz die Agenda. Ich werde Sie ganz kurz einstimmen in das Thema, die neue Arbeitswelt, dass ich ein paar Worte da verliere. Dann wird die Katharina Arbanas von der Microsoft übernehmen und wird vom Bereich Dynamics 365 Human Resources, Vision und Übersicht aufzeigen, vorstellen. Wichtig da ist, dieser Bereich wird ganz kurz in Englisch sein. Also wenn nicht ganz alles klar ist, einfach Fragen stellen. Grundsätzlich melden Sie sich einfach. Vielleicht da und noch ganz kurz, wenn Sie Fragen haben, ich weiß nicht, ob alle Bescheid wissen, Sie können die Unterhaltung anzeigen. Oben ist das Zeichen mit der Sprechblase, wo Sie den Chatverlauf zeigen können und da können Sie Fragen reinstellen. Das können Sie jederzeit gerne nutzen. Wir werden vielleicht während dem Webinar nicht immer gleich auf die Fragen eingehen. Wir haben am Schluss dann noch einen Frageblock nach den einzelnen Beiträgen, wo wir dann gesammelt auch noch Fragen beantworten können. Nach der Katharina kommt die Sarah. Sie wird dann Dynamics 365 HR noch ein Live-Demo zeigen, wie das eingesetzt werden könnte, wie einfach eigentlich das System ist. Und als Abschluss von den Präsentationen werde ich noch zeigen, wie die Auswertungen aussehen könnten mit Power BI, wo die wichtigsten Zahlen aus HR dargestellt werden. Dann möchte ich noch die weiteren Referentinnen vorstellen. Ich habe sie schon erwähnt, die Katharina Arbanas von der Microsoft. Der Anlass wurde ja zusammen mit der Microsoft organisiert. Sie ist Global Black Belt von der Microsoft, Global Business Applications Specialist im ganzen EMEA-Bereich, wo sie für Human Resources zuständig ist. Sie ist da sicher eine sehr kompetente Person, wo das uns näher bringen kann. Dann, wie gesagt, die Sarah von der Synergy. Sie ist Beraterin, sie ist beschäftigt mit Einführungen von HR-Lösungen und Lohnlösungen, wo wir auch Swiss Salary oder Payroll Swiss Einführungen machen und sie da Spezialistin ist dafür. Genau. Gut. Ja, die Arbeitswelt verändert sich, also die Geschäftswelt verändert sich ständig, die Arbeitswelt auch mit natürlich und ich muss Ihnen, glaube ich, nicht sagen, was letztes Jahr alles in der Arbeitswelt passiert ist, auch mit der ganzen Pandemie, wo das Veränderungen mit sich gebracht hat und das hat dazu geführt, dass sich Unternehmen natürlich verschiedenste Fragen stellen müssen in Zukunft. Wie gut ist man überhaupt vorbereitet auf die Arbeitswelt von morgen? Welche Fähigkeiten, Skills und Qualitäten brauche ich für meine Mitarbeiter in Zukunft? Welche Maßnahmen ergreifen die Unternehmen, um diese Fähigkeit zu sichern? Und wie können Unternehmen das Personal, die Mitarbeiter
auf die Zukunft vorbereiten. Oder das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oder mache ich Schulungen, Ausbildungen? Wie stelle ich mir vor, dass ich die Mitarbeiter da mitziehe in dieser Veränderung? Was können wir da machen? Dann, welche Bedeutung hat für die Unternehmung auch was Thema Nachhaltigkeit, auch ganz klar die soziale Verantwortung, wo auch jetzt immer wichtiger ist, und Diversität, hören Sie auch ständig in den Medien, dass das ein wichtiger Punkt in der Zukunft sein wird. Ja, viele Unternehmen wagen ja schon oder haben schon gewagt, die ersten Schritte in der digitalen Transformation im HR-Bereich, nicht auch erst seit der Pandemie ist auch deutlich geworden, dass dieser Schritt eigentlich unabdingbar, ich möchte es nicht das Wort alternativlos nennen, aber es passt eigentlich trotzdem. Nein, man muss eigentlich diesen Schritt wagen und mehr Effizienz eigentlich in das Ganze bringen. Es gibt eine Studie, eine Mercer-Studie, wo das ein bisschen auseinandergenommen hat, dass die Transformation, dass das immer ein wichtiger Punkt wird, und Sie sehen auch 59% von den Führungskräften im HR-Bereich haben eigentlich auch gesehen, dass man so die Standardüberschriften wie Strukturen, Methoden, Prozesse, Systeme, so alt herkömmlich, müssen eigentlich verbunden werden in Zukunft. Auch Kultur und Werte müssen da in Entscheidungen und Verhaltensweisen müssen da in Entscheidungen mit einfließen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Gut. Wie gut sind Unternehmen auf Arbeits- und Geschäftswelt der Zukunft vorbereitet? Werfen wir doch einen Blick auf die Future of Work, also die Zukunftsaussicht, wie man arbeiten sollte. Wir haben da für uns so 4 Kategorien, wo wir da sehen. Einerseits Hard- und Soft Skills, Zukunftsstrategien, neue Arbeitsmodelle und nicht zuletzt natürlich die innovative Technologie. Genau. Ja, die Zukunftsstrategie, was Unternehmen Führungskräfte, um den Wandel in die gewünschte Richtung zu führen, und wie bereiten Sie Ihre Mitarbeiter auf die Zukunft vor? Wie bereits erwähnt, liegt hier der Fokus bei der Einführung neuer Prozesse, Änderung der Strukturen, Einführung neuer Methoden und Systeme, wo wir ja nachher noch ein Beispiel sehen werden. Welche Bedeutung haben die Themen Nachhaltigkeit, Sozialverantwortung und Diversität? Das sind wichtige Fragestellungen. Dann auch bedingt durch Corona hat sich das natürlich vermehrt gezeigt, der ganze Bereich Homeoffice. Das ist nur so ein Beispiel, da hat es eine Studie gegeben, wo man verglichen hat, oder in 2 Zeiträumen, noch bevor der Pandemie und nachher, hat man gesehen, dann hat sich die ganze Homeoffice Jobs, wo Homeoffice möglich ist, hat sich extrem gesteigert. Oder Sie sehen da die Zahlen. Und das ist nur ein Beispiel, wo das zeigt, was das für einen Einfluss auf den ganzen Arbeitsmarkt hat. Dann Hard- und Soft Skills. Welche Skills oder welche Fähigkeiten benötigen die Mitarbeiter in der Zukunft? Und das sind natürlich Fragestellungen, wo sich auch die HR-Abteilung fragen muss und dann gemeinsam natürlich mit der Geschäftsleitung eigentlich da die Zahlen braucht und die Entscheidungsgrundlagen. Unternehmen sind nach wie vor besorgt darüber, nicht über die richtigen Kompetenzen zu verfügen. Gemäß dieser Studie geben 96% der Personalverantwortlichen in der Dachregion an, dass die Entwicklung von Fähigkeiten auch im 2021 ein Schwerpunkt sein wird. Von dem her, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann
last but not least, und da stecken wir ja heute drin, wir erwarten, dass das mit der Effizienzsteigerung in der IT, mit den Möglichkeiten, wo wir schaffen, mit einer effizienten Software, wo wir da einsetzen und diese neuen Arbeitstechniken, Methoden eigentlich unterstützen möchten, haben wir da die Möglichkeit, Effizienzsteigerung zu erreichen. Personalbeschaffung ist natürlich ein Thema, die ganze Rekrutierungsprozesse, wo über so Systeme abgebildet werden können, der ganze Bereich Ausbildung, Training, Personalplanung und der ganze Vergütungsbereich, Prämien und so weiter. Das ist eigentlich ein weiter Bereich. Was ich da auch noch erwähnen möchte, ist sicher die ganze Self-Service-Bereich, wo der Mitarbeiter oder die Vorgesetzten in den Systemen ihre Informationen haben, wo sie nicht auf die HR-Abteilung zugehen müssen, sondern sich selber eigentlich die wichtigen Informationen holen können. Genau. Ja, Sie sehen, es sind neue Arbeitsmodelle und bedingt durch die kürzliche Vergangenheit im letzten Jahr sind viele Mitarbeiter im Homeoffice tätig. Viele haben gute Erfahrungen gemacht oder weniger gute, je nachdem, ob die Prozesse auch schon gut sich etabliert haben. Sie haben gesehen, oder, dass die Steigerung der Trend wird sicher bleiben. Und da zeigen auch Arbeitsmarktanalysen vom Burning Glass, dass das nicht fertig ist, eigentlich dieser Prozess, was das noch weitergeht und dass noch viele Fragestellungen dann auch offen sind. Aber ich denke, ein guter Schritt, wo wir heute anschauen werden, ist sicher die innovative Technologie, sprich ein Software-System, wo uns bei diesen Prozessen unterstützen können. Und das ist vielleicht gerade so der Übergang, wo ich gerne die Katharina jetzt dazu holen möchte, wo eigentlich so ein Einblick, wie die Arbeitswelt mit Dynamics 365 HR aussehen könnte, dass sie da eigentlich übernehmen will. Katharina? Yes, you hear me okay? And hopefully you see my slides. Yes. Perfect. Thank you. Thank you, Michael, and good morning, everyone, to our webinar today around Dynamics 365 Human Resources. Hope English is okay for you today. Fortunately, my German is not so brushed, but hopefully we can proceed with English. So just shortly around myself, as Michael briefly alluded, so I'm the solution specialist in the global Microsoft Business Applications group. I'm focusing specifically around Dynamics 365 human resources and human resources as a whole, as a domain. From Microsoft side, we are investing heavily to support human resources in the context of helping organization to really have the right level of information, the right applications and engagement with their employees in order to tackle some of the specifics of today's life, even with the pandemic we are currently undergoing across the world. So I'm happy to be here today with you and see how we can as well help you understand a bit more what we can offer from Dynamics 365 HR side. All right, so just to set the context and to understand where HR application sits on. So
it is a part of a modern unified Microsoft Dynamics 365 family. It's the set of applications used for a different purpose within the organization. So we have marketing, we have sales, so typical CRM, let's say, applications, commerce, service, financials, operations, and as well as the HR, which is the topic for today. What's different and where we really see the value for our customers is really that HR as well sits across of also many other applications with the underlying data, common data service or Dataverse, which actually helps organization to easily take the information that resonates in human resources applications and maybe use it also for some other purposes within the organization as well. So it's really connected in the backend with possibly the rest of maybe Microsoft Dynamics investments you will be having or you're already having, but also as well interacts very nicely with the rest of Microsoft platforms. So whether this is Microsoft Azure applications in the cloud, or it could be as well Microsoft 365, so Office 365, Microsoft Teams, and we are investing as well from Dynamics HR side heavily in terms of really bringing that employee experience as well across productivity suite, which in our case as well is Microsoft Teams. So you'll hear a little bit more about that as well today. When we think about the vision, really we set our vision in these four, let's say, pillars, with the main vision to really help organization balance organizational excellence, be agile as much as possible, and as well enable employees to create a great employee experiences across the organization. So when we look at these four pillars, the first one, increasing organizational agility, is really to provide the right set of tools to human resources to have the right interactions and the right program set up for their organizational business functions to stream down to their employees. The second one is transforming employee experience. Employee experience, or EXP, as it's called in our HR industry, is something that not only Microsoft, a lot of other vendors as well are investing, especially given the remote, let's say, workplaces that we are currently experiencing. And this is all about getting employees closer and helping them as well to provide or to do any HR-related activities. We call it in the flow of work, which means that where the employees spend the most of their times, we also bring those HR applications as well. You might heard already, it was a very broad announcement as well from Microsoft side that we recently as well introduced Microsoft Viva from Microsoft Teams side, and this is really to support organization with the employee experience. And from us on Dynamics side, we are also leveraging those investments as well to complement our solutions and to really provide that better together experience to our end customers. And lastly, but certainly not the least, the optimization of human resources programs, as well as the workforce insights. This is really around the data. So we know HR is all about the data to help the professionals working in the HR to really understand what's happening behind their workforce, be easy and very quickly be able to pull down some information specifics related to their organization and be able to really work on the strategic initiatives that could support some of the data and insights that they are seeing or experiencing within their organization. So you'll see also later on, probably in the demo as well, when we think about the data, we also provide within the human resources on almost all of the workspaces as well, embedded Power BI reports, lots of reporting, really surfacing everything you have in the HR application to your fingerprint, so you can see exactly how this looks like in a nice interactive charting as well.
All right, so when we think about HR, this is for you to understand the capability summary. This is really about what's in out of the box, right? So when you have your HR environment, what you can do with the functions in between is really everything related to organizational management. So from the org hierarchy, jobs and positions setup, skills, taxonomy setup. So there is a lot from the HR side that you can do to support org management and really stream down those important elements of jobs taxonomy, for example, employee profiles as well, and personnel management all the way to compliance. When we think about employee experience, we also have out-of-the-box employee self-service area, also complemented with manager self-service. So those employees who are also managers in your company can easily see everything related to their direct reports, whether that can be, set of certifications. They can see when was their last review, what was the performance of this employee, what's the compensation level, when was the last merit increase. So, for example, so everything really related to their direct team. Performance reviews, obviously goals and skills, and as we mentioned, training and certification. We also have complete compensation and benefits modules, so both fixed compensation plans as well as the variable plans set up, employee enrollments to specific benefit management. It's also important to mention that recently benefit management area within Dynamics HR has experienced complete new, let's say, set of functionalities, which was a result of the recent acquisition in one of the best, let's say, ISVs that we had within our Dynamics family related to benefit management. So we have a complete new module with great functionalities there, such as benefit self-service, sort of like a shopping cart experience where employees can look at their benefit options within their employee self-service area, and they can just click, drag and drop, specific benefits which might be of interest to them, and also specify what's their participation within their benefit versus their employees. So very nice functionalities there to support the benefits area as well, on top of compensation, obviously. We also have leave and absence. We're super excited about this area because it's fully as well exposed to Microsoft Teams. So there is a team application which comes obviously with Dynamics HR license. Nothing else is really needed in order to enable Teams application from the leave and absence side. And what this means actually that employees can apply for vacation, report sick leave, or see maybe who is out of office if they are managers directly in Microsoft Teams. So they don't need to log into Dynamics HR application. They can do that right away as they are working on some other activities and collaborating with their colleagues, perhaps from team side. And then obviously one of the biggest advantage I would say on Dynamics 365 HR is that power of extensibility. As our solution sits on, as we mentioned, Microsoft Dataverse, we can easily extend, provide additional workflows, automation, and we can also add and bring additional power-ups, so applications with that can be built in a easily fashion to support some additional activities. So for example, return to workplace application where you want to have specific tracking who is coming to the office for your health and safety activities, and directly embed that maybe in the employee self-service. So we are agile as well with Dynamics HR to really support those trends that we are seeing in the workplace or maybe in the HR domain to support that activities as well throughout Dynamics HR side. All right, so when we think about the human capital management ecosystem and where does Microsoft Dynamics 365 HR sits, this slide really provides a bit of context, right? So what you see in this middle, the wheel, we call it area, is the out-of-the-box capabilities, which we have seen on the previous slide.
related to Dynamics 365. So these are the capabilities, but then when we look at the, let's say, right-hand side, these are the areas where we fully complement using our APIs to connect with either an applicant system that maybe you might be using today in your organization. So we can, for example, use that API to connect this, and once you hire an employee through your ATS system, you can then bring those employee records directly to Dynamics HR without spending too much time to copy the data from ATS to Dynamics HR. Goes both ways, right? So you can also indicate request recruit directly from manager self-service. So if you are enabling managers to request a new headcount, they can do it directly in Dynamics HR. And what this API will do as well, it will also signal the applicant tracking system to start hiring against that position. So we do have APIs for talent acquisition. We yesterday actually also announced the payroll providers API, which will also stream down payroll integration of choice, right? So once you set up your compensation elements within Dynamics HR, once the employees are ready to pay, that integration API will signal the payroll provider so they can calculate as well the backstream operations of your payroll as well. And similar to that, we are also planning to do for the learning and development, obviously leveraging as well the investments on Microsoft Viva, Viva Learning application, and partnering as well to complete some of the learning elements also with our first-party sister applications such as LinkedIn Learning, and similar to that also on the talent acquisition side, just to mention, we also have direct integration with LinkedIn Talent Hub, one of the applicant tracking system that LinkedIn is also published to market almost a year now, but it can be, as well as we indicated here, any hiring or ATS partner of choice to that matter. On the left-hand side, these are really the applications from our connected offerings, as we call it, and these are really important to know if you are investing in Microsoft, right, from Office 365 side or maybe Dynamics 365 side. The beauty of leveraging and extending to human resources is that applications can communicate nicely together. So as an example, for example, if you are looking to have assisted support and case management capabilities, we can leverage Dynamics 365 customer service or maybe expense management capabilities, leveraging also project operations. As we mentioned, our application is built on Azure. It's a fully SaaS application, but we say with a twist, right? Because we also talked about how we can extend that with Microsoft Dataverse. But it's important to know that it leverages all of the Azure security and privacy as well as the compliance elements. It's fully AAD enabled, which means single sign-on. So your Windows password as well as your password for human resources. So that's really one platform, one system when it comes to HR as well. As we mentioned, for us, it's not only Dynamics HR, we are really here on a mission to support our customers to leverage all of the investments that they are making in Microsoft for the HR function, right? So we are doubling down on our investment both from Dynamics HR side, LinkedIn side, Microsoft 365 and Teams. So a new kid on the block, but fully rapidly developing and truly extending to human resources. We see some great scenarios as well coming from team side, as well as all of the workplace analytics and maybe SharePoint sites as well for the organizations who might want to use or maybe leverage SharePoint as their one-stop destination for human resources, for expense management, for everything employee related, which then could be also complemented in the backend links to, let's say, Dynamics 365 HR side. All right, so before I wrap up, just want to highlight employee experience. We talked about this at the beginning, but I think this is really important for us as well to see how we are investing. Maybe later on you'll see a bit of a demo as well on that side.
But whether you are using, Teams, as we are doing this today for our webinar, but maybe also through your mobile experience. We have introduced in May last year the Microsoft Teams application, whereas we can see on the picture here, employees can easily see their balances, their time off time. They can interact with enabled bots here to quickly set up their vacations. The notification will directly come in Teams to their managers, and it looks like this. Manager will have a request to submit or approve the time off from their employees. Could be a sick leave as well. They can also attach the documents here related to their sick leave, which will automatically as well flown to Dynamics HR. They can approve the request, and obviously the notification that time off request was approved will come directly as an alert in Microsoft Teams to employee. So this is just a first interactions. We exposed leave and absence capabilities to support employee experience within Teams, but many more will come, right? So we see HR shifting away from an application that sits somewhere standalone. An employee needs to go there to complete something related to HR. And what we rather want to do is to bring those experience into the flow of work where employees spend the most of their time. So it's easy for them to complete and interact with their human resources programs, or maybe professionals, if it's an assisted case management, maybe a set of functionalities directly in Microsoft Teams. So we are really excited about this area, and hopefully also you'll see much more from us in Dynamics HR right there directly in Microsoft Teams. And lastly, but certainly not the least, for managers, we know it's really important, especially this time when we are all disconnected working from home, to understand how their workforce or direct reports, let's say, or if you are in HR, you can also see different departments, where they are, what's their out of office, is their leave approved, in what time, and they can easily, they can also do a bit of workforce management here. They're seeing that a lot of people have an overlapping out of office, maybe in the same week. They can also manage that properly and see whether they need to adjust something related to their absences. So entire team calendar and time off requests related to either vacations, leave of absence, sick leave, different reason codes and different setup codes you want to set up for your leave and absence, everything will be visible here also with the notification whether they are submitted or approved. All right, so thank you. That's really what I wanted to set up here to understand really, where HR application sits within Dynamics 365 family. What's our vision in terms of supporting HR function? What kind of out-of-office capabilities we have, but also how we can extend to really complete end-to-end experiences maybe that HR function wants and needs to have, right, to support their workforce management, as well as a bit of innovation as well in terms of the employee experience that we are undergoing as a journey together with Microsoft Teams. So thank you very much. And now I'm gonna hand over to Zahra. She will take us a little bit into the application itself and see how this might look like from the system perspective. Danke. Ja. Guten Morgen miteinander, freut mich, dass ihr alle teilnehmen. Ich werde Ihnen jetzt kurz einen Überblick zeigen über Dynamics HR 365, und zwar zeige ich Ihnen so Hauptprozesse Eintritt von einem Mitarbeiter und wie man da den Prozess vollumfänglich digitalisieren kann. Dann der zweite Teil wird sein, vor allem die Sicht des Mitarbeiters, also das Self-Service-Portal, was kann der Mitarbeiter alles selber, sich für Kurse registrieren, seine Aufgaben abfragen. Und der dritte Teil ist der Vorgesetzte, was kann er über seine Mitarbeiter über das System abfragen. Und ein bisschen, was der Michael nachher wird zeigen, sind die Auswertungen, die out of the box schon verfügbar sind.
Was wir hier sehen, ist die Startseite. Wir haben hier auf der rechten Seite gerade die Aufgabenliste. Das heisst, sobald ich einen Mitarbeiter einstellen tue, kann ich einen entsprechenden Onboarding-Prozess starten und kann dann einzelnen Mitarbeitern im Unternehmen entsprechende Aufgaben zuteilen. Also ich muss zum Beispiel für neue Mitarbeiter Blumen bestellen, ein Badge organisieren, Business Cards entsprechend bestellen. Und so kann ich den Onboarding-Prozess entsprechend digitalisieren. Alles, was man früher per E-Mail oder mit Checklisten gemacht hat, kann man eigentlich im System da entsprechend abbilden. Ich gehe jetzt kurz in die Personalverwaltung und zeige Ihnen an einem Beispiel von einem Eintritt, wie der Onboarding-Prozess starten tut. Wir haben hier in der Übersicht Kandidaten, die über das Bewerbermanagement-Tool entsprechend ausgewählt worden sind und entsprechend jetzt eingestellt werden. Das System übernimmt die Daten aus dem Bewerbermanagement-Tool, kommen weiter entsprechend übernommen und ich muss sie eigentlich nur anreichern mit dem Eintrittsdatum. Ich sage jetzt, die fängt am 1. April fängt sie an. Ich kann sagen, sie besetzt eine bestimmte Position im Unternehmen. Das sind alle vakanten Positionen, die wir hier haben. Ich sage jetzt, sie wird jetzt ein Store Manager ab dem 1. April. Und dann haben wir hier die Onboarding-Prüfliste, wo ich beliebige Prüflisten kann generieren kann, wo dann entsprechende Aufgaben hinterlegt sind. Ich nehme jetzt die Eintrittsprüfliste und dann wird der Mitarbeiter so entsprechend im System angelegt. Wir sind jetzt hier bereits im Personalstamm, wo wir entsprechend die ganzen Personalien, Angaben für die Anstellung, Kompetenzen entsprechend kann erfassen. Und so schnell ist eigentlich ein Mitarbeiter bereits im System erfasst. Also wenn ich jetzt hier schaue, dann habe ich dann da entsprechend noch zusätzliche Informationen. Also ich habe hier Aktivitäten, das sind eben die neuen Eintritte, die ich erstellen kann. Ich habe eine Übersicht über die offenen Positionen. Das sind alle vakanten Positionen, die ich besetzen müsste, und ich entsprechend über die Rekrutierung kann entsprechend Mitarbeiter selektieren. Dann habe ich unter Analyse die Möglichkeit, mir eben die integrierten Power BI-Berichte anzuschauen. Und ich dann zum Beispiel eine FG-Analyse machen kann und das dann entsprechend so grafisch darstellen, dass wir sehr schnell einen Überblick schaffen über die einzelnen Abteilungen zum Beispiel. Dann, wie gesagt, haben wir die Onboarding-Prüflisten und die sind sehr einfach handhabbar. Man kann die wirklich beliebig erstellen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel 4 verschiedene. Ich könnte jetzt aber auch sagen, ich kann zum Beispiel für den Eintritt von einem Lehrling habe ich eine andere Checkliste als für den Eintritt von einem Kadermitarbeiter und kann dann hier entsprechend die Aufgaben so definieren. Wenn ich jetzt hier eine neue Aufgabe habe, kann ich entweder mit eine komplett neue Aufgabe machen oder ich kann aus dem Aufgabenkatalog die entsprechenden Aufgaben entsprechend auswählen und entsprechend zuteilen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt die Aufgabe, was die IT eigentlich noch machen müsste, zum Beispiel den Computer installieren, das wäre eine Aufgabe, die eigentlich beim Eintritt passieren muss, dann kann ich die hier ergänzen und kann dann hier entsprechend auch sagen, wer ist im Unternehmen dann entsprechend zuständig. Und da kann man unterscheiden, ob das immer eine bestimmte Person ist oder ob es eine bestimmte Position ist. Und so werden entsprechend, sobald ich den Eintritt erfasse, werden eben die Aufgaben, die ich da zum Beispiel all den zuständigen Personen entsprechend generiert. Die Aufgaben werden dann entsprechend im Mitarbeiter-Self-Service, werden die entsprechend auch entsprechend angezeigt. Also ich sehe jetzt hier, ich habe jetzt zum Beispiel 6 überfällige Aufgaben und kann jetzt hier wieder aufs Detail gehen und kann hier schauen, okay, ich hätte hier noch Blumen bestellen und kann dann die entsprechend abarbeiten. Und dann, sobald eigentlich alle Aufgaben erledigt sind, kann eigentlich das HR immer überprüfen, sind all die Onboarding-Prozesse erledigt worden. Jetzt sind wir gerade direkt im Mitarbeiter-Self-Service-Portal und ich bin jetzt als Rolle vom Director of Human Resources
eingeloggt, das heisst, ich habe auch ein Team. Also ich kann zum einen meine eigenen Informationen abfragen. Ich sehe jetzt hier zum Beispiel, dass ich einen Kurs habe zur Arbeitssicherheit. Ich habe auch die Möglichkeit, mich für andere Kurse selber anzumelden. Ich sehe, das sind jetzt die verfügbaren Kurse, die jetzt da momentan angeboten werden, und könnte mich dann entsprechend auf die Kurse registrieren. Dann habe ich da meine entsprechenden Qualifikationen, meine entsprechenden Leistungsziele, die vereinbart worden sind. Und auch da habe ich die Möglichkeit, um meine Ziele anzuzeigen und auch schauen, wie weit ich da eigentlich im Prozess schon bin. Dann habe ich die Möglichkeit, um meine Qualifikationen anzuschauen, entsprechend auch zum Ergänzen, wenn ich sage, ich habe jetzt noch einen Französischkurs gemacht, dann könnte ich eigentlich meine Qualifikationen entsprechend ergänzen und sagen, das ist eigentlich meine neue Qualifikation, die ich jetzt noch gewonnen habe. Dann haben wir hier ein kleines DMS, also ich kann hier pro Mitarbeiter die ganzen Dokumente hinterlegen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Arbeitsvertrag, der im System hinterlegt ist, und kann dann hier entsprechend abrufen. Dann gibt es die Möglichkeit von den Fragebögen. Die Funktion Fragebögen ist eigentlich allgemein. Man kann hier beliebige Fragebögen erstellen, sei es Prüfungsfragen, sei es 360-Grad-Feedback oder zum Beispiel zu dem Arbeitssicherheitskurs, den ich machen will, haben wir hier noch so einen Fragebogen. Und da kann man wirklich die Fragebögen entsprechend beliebig hinterlegen, die Fragen. Und sobald der Mitarbeiter den Kurs eigentlich, besucht hat, kann er entsprechend die Prüfungsfragen dann beantworten. Genau, also das ist die Sicht vom Mitarbeiter im Self-Service. Dann gibt es die Sicht vom Vorgesetzten auf sein Team, was sehr ähnlich ist. Also man sieht als Vorgesetzter eigentlich die gleichen Informationen einfach für seine Mitarbeiter, kann aber auch zum Beispiel eine Analyse machen von der Qualifikation. Also ich kann jetzt schauen, wie gut sind meine Mitarbeiter ausgebildet, kann da schauen, ob die Qualifikationen, die die Mitarbeiterin hat, mit den Qualifikationen, also mit dem Anforderungsprofil, ob das übereinstimmt. Und man sieht jetzt hier, dass das sehr gut matchen tut. Und so kann man sehr schnell eine Analyse machen über einen möglichen Mitarbeiterentwicklungsbedarf. Beim Thema Mitarbeiterentwicklung haben wir auch wieder eine Auswertung, eine Standardauswertung im Power BI, wo ich sehr schnell kann eine Analyse machen kann, was sind für Skills vorhanden und in welchem Level, Ausprägungsgrad sind die Skills entsprechend entwickelt. Und so kann ich sehr schnell eigentlich einen Weiterbildungsbedarf entsprechend analysieren und herausfinden. Dann zum Schluss haben wir noch das Thema Weiterbildung. Auch da haben wir wieder die Analyse, wo man entsprechend kann schauen, wer hat welche Kurse besucht und in welcher Ausprägung sind die Qualifikationen dann entwickelt worden. Zusätzlich haben wir hier entsprechend integrierte Kursverwaltung, wo man dann entsprechend eben die Kurse kann ausschreiben kann, wo sich die Mitarbeiter dann selber können, registrieren oder sie werden entsprechend angemeldet. Und so kann man eigentlich den ganzen Prozess vom Eintritt bis zur Weiterentwicklung kann man entsprechend hier im System digital abbilden. Das sind jetzt nur ein paar Funktionen aus dem Dynamics HR 365. Das System ist sehr modular aufgebaut. Also das heisst, man kann mal mit der Personalverwaltung starten, mit vielleicht Mitarbeiterentwicklung weiterfahren und kann dann wirklich immer Step by Step ein System so zu einem ganzheitlichen HR-System aufbauen. So, das war jetzt ein kurzer Überblick über das System. Danke, Sarah.
Wie du richtig gesagt hast, das System ist natürlich noch viel, viel größer und da könnte man natürlich noch Stunden zeigen. Wenn das nicht jemand dann interessiert später, dann können wir sicher da auch noch unterstützen. Eine Frage ist noch aufgekommen, Sarah, betreffend Ferienvertretung, wie das sichergestellt ist. Vielleicht kannst du das kurz beantworten. Also was meinst du genau mit Ferienvertretung? Ja, die Frage ist gerade aufgekommen wo du Ferienantrag gemacht hast. Dass die Vertretung da ist wahrscheinlich ein Workflow, wo man dann entsprechend anpassen kann. Also man definiert einfach den Stellvertreter und der ist dann während der Abwesenheit des Benutzers ist der dann entsprechend der Empfänger von allen Anfragen oder Aufgaben. Das wird dann direkt dann weitergeleitet. Gut. Ja, dann würde ich jetzt noch zum das ein bisschen abrunden. Du hast ja schon einiges gezeigt, wo direkt integriert ist. Wir gehen dann nachher noch auf andere Fragen, gehen wir am Schluss noch darauf ein. Einfach kurz der ganze Bereich Auswertung. Einerseits ist Power BI integriert. Was wir immer noch sehen, ist, da kann man dann immer noch ein bisschen mehr machen in Bezug auf Auswertung. Und wir haben da ein zusätzliches Tool, wo wir häufig benutzen, einfach, dass wir das kurz anschauen. Und das ist das sogenannte Agile HR Analytics, wo aufgrund natürlich mit Power BI auf allen Endgeräten natürlich angezeigt werden kann. Das ist natürlich sehr angenehm. Und was ich einfach da so zeigen möchte, ist, was sehr spannend für HR-Abteilungen, aber natürlich auch auf sagen wir jetzt mal Führungsebene natürlich ist die sogenannte KPIs, wo man braucht, wo man mit so einem Report natürlich sehr schnell dann nachher auch hat und wirklich auch aktuell hat und auch selber Research machen kann mit entsprechenden zum Beispiel Datumseingrenzungen. Dass ich zum Beispiel eine Analyse machen kann, was kostet mich die Krankheitstage, wie das jetzt aussieht. Insbesondere in der jetzigen Zeit ist das natürlich sehr interessant. Ich gehe jetzt da ein bisschen schneller durch, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber die ganze Kündigung, Analyse, wie sieht das aus übers Jahr berechnet und verglichen, auch was in Bezug auf Alter und diverse andere Parameter, wo dann natürlich auch da berücksichtigt werden können. Das ist so ein Report-Set von verschiedensten. Sie sehen jetzt noch ein paar Reports, wo da verschiedene Seiten, das ist ein Gesamtreport und da könnte man, wenn man das will, kann man dann natürlich auch selber dann noch Hand anlegen und erweitern. Ganz spannend finde ich das Thema, auch immer aufpassen, was mit künstlicher Intelligenz alles gemacht werden kann. Aber von der Idee her finde ich es recht spannend. Das System, ich habe natürlich im Hintergrund die entsprechenden Parameter definiert, aber das System könnte mir dann sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass gewisse Mitarbeiter die Firma verlassen können. Und wir sehen jetzt da so eine Liste, wo jetzt zum Beispiel einer schon in Rot ist. Und der ist dann nachher ausgewertet. Wir sehen zum Beispiel, der ist noch nie promoted, der ist noch nie, wie soll ich sagen, auf Deutsch, befördert worden. Jetzt habe ich es. Und vielleicht ist der Lohn ein Grund. Und mit diesem Schlüssel, der natürlich auch von Firma zu Firma ein bisschen anders sein kann,
errechnet er eine gewisse Wahrscheinlichkeit, auch aus Erfahrungswerten dann nachher, wie unzufrieden könnte ein Mitarbeiter sein. Finde ich extrem spannend, ist nicht immer ganz so einfach, aber so als Idee, wo man dann lieber früher dann mit den entsprechenden Mitarbeitern redet, als zu spät natürlich. Dann diverse Auswertungen natürlich über Abteilungen, wie sich die entwickelt haben, auch lohnmäßig und so weiter. Dann, ich habe es schon mal erwähnt, die Diversität, dass man da natürlich auch die Tendenz, wie wir uns entwickeln als Firma, dass man das aufzeigen kann. Dann, da gehe ich jetzt ein bisschen schnell drüber, gibt es natürlich unendlich Möglichkeiten oder die Daten, die ich im System habe, wie in Dynamics 365 HR, dass ich die auswerten kann. Das sind also alles Daten, die ich aus dem System holen kann und entsprechend auswerten. Ganz wichtiger Wert auch, wo immer an die Finanzbuchhaltung geschickt wird und vielfach händisch berechnet wird, ist die Restferien, der Betrag in Geld ausgedrückt. Solche Auswertungen sind natürlich auch extrem spannend, dass ich die einfach so habe. Da kann man natürlich auch Automatisierungen reinmachen, wo man diese Reports auch verschickt oder da gibt es diverse Möglichkeiten. Lohnauswertungen, auch Auswertungen, wieso, aus welchen Abteilungen verlassen uns die Leute am meisten, damit man das eigentlich alles auswerten kann. Ja, da gibt es natürlich endlose Trainings, hat es auch etwas direkt drin. Da gibt es noch weitere Möglichkeiten, die Ausbildungen dann nachher auszuwerten. Und so finde ich recht hübsch eigentlich gemacht, auch die ganze Summaries eigentlich, wo man die Entwicklung der Headcounts, wie sieht es aus mit Diversität und so weiter, dass man da eigentlich so kann ich mir sehr gut vorstellen, für Führungskräfte eigentlich so ein Summary-Dashboard hat, wo er die wichtigsten Kennzahlen eigentlich sieht. Gut. Das zudem, also Reporting ist ein wichtiger Punkt. Wir sind jetzt eigentlich vom Programm her durch. Wir haben noch 5 Minuten Zeit für Fragen. Ich gehe jetzt mal anschauen. Eine Frage ist noch reingekommen bezüglich Schnittstellen. Selbstverständlich, also mit der Standardschnittstelle von Microsoft, dem sogenannten Dataverse, kann ich auch andere Systeme anbinden. Und die Frage war, ob ich SAP, der Finanzbereich von SAP, da auch anbinden kann, ist auch möglich. Also das zu dieser Frage. Gerne nehmen wir jetzt auch Katharina oder Sarah, können jetzt noch Fragen beantworten. Frage ich in die Runde, gibt es von Ihrer Seite noch Fragen, die wir beantworten dürfen? Dann können Sie das in den Chat machen oder Sie können auch das Mikrofon einschalten, wie Sie möchten. Gut, ich denke, das scheint im Moment nicht der Fall zu sein. Dann würde ich hier eigentlich mal Danke sagen. Einerseits natürlich für Ihre Teilnahme, andererseits meinen Mitreferenten, die mich da unterstützt hat, Katharina und Sarah. Was wir gerne machen würden, ist, Sie werden dann sicher noch ein Mail kriegen, also mit einer kleinen Umfrage, wie Ihnen das gefallen hat. Ich hoffe, Sie haben da einiges jetzt mitnehmen können aus diesem Webinar, so Gedanken, wo Sie da machen können, wo wir Sie allenfalls unterstützen können und wo vielleicht Dynamics 365 auch eine Antwort für Ihre Fragen sein könnte.
Genau, es ist noch eine Frage gekommen bezüglich Video. Das Video wird auch verlinkt nachher im E-Mail drin sein, wo Sie dann nachher auf eine Webseite kommen, wo Sie das runterladen können. Also die Möglichkeit besteht auch. Ja, dann wir sind noch 3 Minuten vor der Zeit, aber dann möchte ich hier beschließen und möchte nochmal vielen Dank sagen und ja, es würde mich freuen, wenn wir es ein anderen Mal wieder sehen würden. Vielen Dank und schönen Tag noch.